Ja, und vielleicht kennst du das auch, dass du so das Gefühl hast, du kriegst manchmal dein Leben gar nicht mit oder du rennst eigentlich immer irgendwie hinterher. Wir brauchen dieses Anhalten. Ja. Wir brauchen das Anhalten und vielleicht einfach erstmal da zu sein und zu merken, dass wir da sind. Also wir kriegen das oft gar nicht mit. Also der Tag vergeht, manchmal die Wochen, die Monate und wir kriegen gar nicht mit, dass wir da gewesen sind. Dass wir da sind, dass wir leben. Wir kriegen auch das Leben nicht mit. Und das ist das, was wir meinen mit Zeit für dich. Also du brauchst Zeit für diesen Moment, könnte man auch so sagen. Also Zeit für dich ist so wirklich hier ankommen. Ja. Das alles voll wahrnehmen, was da ist. In dir und was außerhalb von dir ist. Und diese Zeit ist so wertvoll, weil es dich mehr macht. Also dich macht es mehr dadurch. Also du bist wie mehr da. Also du vibrierst mehr. Du lebst mehr in Einheit eigentlich mit dem Leben. Umso mehr Zeit du dir auch nimmst, zu dir zu kommen. Also hier hinzukommen, in das, was da ist. Und ich finde gerade Meditation ist was fast außer Mode gekommen ist. Ja, ich wollte Hast du auch gerade sagen sagen, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, früher hat man das Meditation genannt. Ja, ist so langweilig, ne? Das ist so, ja, das ist eigentlich mega schade, dass das so unmodern geworden ist. Und ich kann das aber auch verstehen, weil das für den Mind meistens so, da ist ja nichts zu holen. Und es ist auch oft so, in Meditation kommen dann halt auch die Wehwehchen, man merkt die Unruhe, man merkt, dass man angespannt ist oder dass man total überreizt ist oder dass man total denkt, müde ist, ne? viel denkt und so oder Schmerzen hat. Und deshalb finden wir es immer so schön, mit dem Körper das zu machen. Also die Meditation durch den Körper, also du kommst in die Stille von der Meditation, wenn du den Körper mit reinnimmst, wenn du den Körper nimmst, wenn du den fühlst, kommst du automatisch ein Stück mehr hierher, kommst du automatisch ein Stück aus dem Denken raus, weil du nimmst ja zum Beispiel wahr, dass du die Schulter fühlst oder die Hand. Also wenn du die Hand fühlst, kannst du nicht 100%ig im Denken sein, aber du kannst fühlen, dass du die Hand gar nicht voll fühlst, also dass du vielleicht nur die Handfläche fühlst oder nur einen Finger. Und je mehr du aber fühlst, wirklich jeden Finger, diese ganzen Zwischenräume und alles. Und das kann man eigentlich lernen. Ja, genau, ne? ja. Desto mehr kannst du nicht hier sein, sondern plötzlich ist die Aufmerksamkeit hier. Ja. Also es holt dich raus aus dem Denken. Und das ist was, wo Meditation beginnt. Also wenn du anfängst zu merken, du bist mehr als das Denken. Du kannst auch hier fühlen. Und ja, genau, und das kann man lernen. Und das geht noch viel weiter oder tiefer. Wir sagen immer, das geht tiefer. Aber es hat so viele Aspekte, wo du wie merkst, aha, du kannst, ohne dass du immer wegläufst, ohne dass du immer in Gedanken bist und irgendwelche Ideen hast von was wie sein muss, kannst du da sein und dich mit ganz anderen Sachen beschäftigen, die mit dir zu tun haben und dich mehr zu dir bringen. Ja. Und das ist oft so, dass es dich gar nicht so stark in Denkaktivitäten bringen soll. Also auch die Videos, die wir machen, sollen nicht so große Denkaktivitäten stattfinden, sondern eher so ein Beruhigen, eigentlich Beruhigen vom Denken, so ein Ankommen hier. Wenn du schon ein bisschen mehr wahrnimmst von dem, was um dich herum ist das für uns schon schön und wertvoll. Wenn du dein Atmen mitbekommst oder wenn du der Körper relaxt oder so ein bisschen loslassen kann oder aufatmen kann. Das sind alles so diese Steps, wo wir sagen, oh, du kommst zu dir. Also da kommt wie was zur Ruhe, was sich immer dreht und du kommst mehr und mehr zu dir. Irgendwas lässt los da. Und du fühlst was du vorher nicht gefühlt hast, was aber da gewesen ist. Also das gibt dem Ganzen so eine Tiefe. Und das ist eigentlich die Tiefe, von der wir reden.
wir sind oft nur so an der Oberfläche. Und durch Meditation oder durch Satsang kommst du tiefer, also in einen tieferen Zustand von, du nimmst mehr wahr von dir. Und das ist sehr, sehr heilsam und belebend halt auch. Ja, und das ist der Anfang von einem viel tieferen Potenzial von dir, was gelebt werden kann. Wenn du dein Leben immer mit dem Kopf lebst, ist einfach nur das möglich, was der Kopf dir vorgibt. Aber dein Potenzial ist viel größer und ja auch viel bunter. Ja, alle Möglichkeiten sind so offen. Ja, ne? ja, genau. Also du hast so keine Das- Festigkeit in dir. Ja. Also das, was du bist, da ist nichts Festes. Das ist das Coole. Es ist unendliche Möglichkeiten, die sich da bewegen. Das ganze Leben bewegt sich in dir, mit dir. Und das ist was, wo es sich lohnt, hinzugehen. Im Gegensatz zu in Gedanken und Bilder zu gehen, wo dir immer das Gefühl geben von getrennt sein. Aber in dir findest du was, wo eine Verbindung da ist oder ein Einssein-Gefühl auch wahrgenommen werden kann. Also eine Verbundenheit. Und deshalb ist das Schöne, sich wirklich mit Meditation und Satsang zu beschäftigen. Und wir laden dich gern dazu ein. Wir haben auch eine Seite auf unserer Webseite, wo wir nur unsere Meditationen drauf haben. Und nur schon, wenn du es einmal die Woche irgendeine Meditation regelmäßig machst, die du einfach für dich machst, also für nichts groß zum Erreichen, einfach, dass du dir Zeit nimmst, irgendwas zu fühlen oder wahrzunehmen, was tiefer ist als das Normale, sagen wir mal so. Ja. Dafür ist eigentlich Meditation da, weil es eröffnet dir die Möglichkeit, ein ganz anderes Leben zu leben, eine ganz andere Wahrnehmung zu bekommen. Und alles, was dir hilft, ob das Sessions sind, Körpersessions, Körpertherapie, Körpermeditation. egal was, benutze das und schau, wie sich dein Leben entwickelt, wenn du dem mehr Raum gibst. Also wenn du da einfach mehr Energie reinlegst, als vielleicht in Social Media oder in was anderem. Und wenn du da mal schaust, in einem Jahr, 2, wie hast du dich entwickelt, da wirst du staunen, was das tatsächlich bringt. Und im Gegensatz, was es halt bringt, wenn du dein Leben nur in Gedanken verbringst und in Bildern und Impulsen von Social Media oder irgendwelchen News-Channels. Ja, das ist ja so witzig. Wir suchen in Social Media oder irgendwie so nach Möglichkeiten. Wir suchen nach Möglichkeiten und gucken, wie andere, also die Möglichkeiten anderer Menschen oder wir gehen in Gedanken und suchen nach Möglichkeiten, wie wir unsere Probleme lösen. Aber diese Möglichkeiten, die finden wir nicht in dem, sondern in uns. Also wenn wir diese Wahrnehmung, wenn wir unsere Wahrnehmung ändern aus dem heraus in das, was tiefer ist in uns, entdecken wir Möglichkeiten, die wir uns noch nicht hätten vorstellen können. Also es sind ganz andere Möglichkeiten möglich, als die wir schon kennen oder die wir sehen, wenn wir irgendwo reingucken oder unseren Gedanken folgen. Und das ist so was wir brauchen, also was uns auch so kompletter macht und ganzer macht und sich auch mega interessant und schön anfühlt, als immer so das Gleiche zu leben und zu wiederholen, ja, was so vorgelebt wird. Weil stell dir mal vor, es kommen Impulse von innen, anstatt von außen. Ja. Und die inneren Impulse sind immer so öffnend, so interessant oder so oh wow, ja, das könnte ich mal machen. Also es sind ganz andere Impulse, weil die kommen so vom Leben.
von innen. Nicht, dass von außen nicht auch Impulse kommen können, aber ich finde, die inneren werden oft nicht wahrgenommen und die halten wir halt für auch wahnsinnig wichtig. Also nicht nur die äußeren Impulse, sondern auch die inneren. Und das ist was, wo wir wieder lernen können, wenn wir regelmäßig meditieren oder Raum schaffen für uns zum Fühlen, zum Sein. Richtig schön langweilig. Ja, ich würde gerade sagen, was gibt es Schöneres, als einfach da zu sein, Ja. nichts zu müssen, niemandem gefallen zu müssen, niemandem irgendwas vormachen zu müssen, einfach nur du, so wie du bist, pur, echt. Du bist da. Du musst gar nichts damit machen. Du musst auch niemandem beweisen, dass das super ist, dass du da bist, weil du bist super, so wie du da bist. Aber das wahrzunehmen und zu fühlen und zu merken, hey, ich bin da und ich lebe und es ist cool, dass ich das endlich mal fühle und mitkriege. Und nicht mal damit musst du was machen. Ja. Und es muss noch niemals still sein. Ja. Vergiss die Stille, den Frieden, Ja. alles. Einfach das Sein. Du bist. Cool. Ja. Und von da aus gehst du einfach tiefer und tiefer und schaust, was sich da offenbart. Ja, lass dich davon inspirieren. Ja. Probier es aus und kannst uns gerne schreiben, wie es dir damit geht oder am besten nach 1-2 Jahren, was sich verändert hat. Alles wegen dem Video. Ja. Mega cool. Ja. Das stimmt. Alles Liebe dir. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.